Ja, willkommen zurück auf dem Kanal. Heute haben wir den Test der Polar Ignite 3. Um das Ganze hier auch transparent zu halten, ich habe das Gerät hier als Testgerät für Polar zur Verfügung gestellt, habe hier aber keinerlei Verpflichtung und darf hier meine ehrliche Meinung sagen, möchte es aus Transparenzgründen aber hier trotzdem erwähnen. Ja, die Polar Ignite 3, um einfach mal kurz hier auf die technischen Daten einzugehen, hat hier eine Größe von 43 mm, das heißt, es ist auch etwas kleinere Uhr und schlägt hier mit 35 Gramm inklusive Armband auf. Ebenfalls habt ihr hier auch die Möglichkeit, mit der Uhr schwimmen zu gehen. Eine Wassertiefe wird hier von WR30 angegeben, das heißt, ihr könnt dann entsprechend hier auch sowohl Freiwasser als auch dann hier im Pool schwimmen gehen. Was die Sensoriken angeht, so hat die Uhr einen 24/7 Herzfrequenzsensor verbaut, beziehungsweise dann auch einen Beschleunigungssensor. Was laut Datenblatt nicht verbaut ist, ist ein barometrischer Höhenmesser. Was mich aber ein bisschen gewundert hat, weil hier die Uhr auch immer Höhenmeter angegeben hat, wenn man ein Workout durchgeführt hat. Ebenfalls haben wir dann auch hier noch einen Bluetooth-Chip verbaut, um dann hier gegebenenfalls einen Brustgurt anzubinden. Was aber an dieser Stelle nicht unterstützt wird, ist hier den Stride Footpod. Das heißt, wenn ihr einen Stride habt, den könnt ihr hier aktuell zumindest noch nicht verwenden, beziehungsweise es gibt hier auch keine Workout-App oder auch die Möglichkeit, hier die Leistungsdaten anzeigen zu lassen. Die offensichtlichste Änderung der Polar Uhr Ignite 3 ist aber eindeutig natürlich das Display. Das wirkt natürlich gleich, wenn man die Uhr anmacht, dass hier was ganz anderes ist. Das Display ist hier mit einer Auflösung von 416 x 416 Pixel vorhanden und ist auch so, das Display ist wirklich sehr, sehr gut ablesbar. Die Farben sind klar und kräftig, beziehungsweise Schwarzwert ist auch wirklich sehr gut und es ist auf jeden Fall eine Bereicherung, eine optische Bereicherung der Polar Uhr. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, hier ein Always-On-Display anzeigen zu lassen. Das funktioniert so, dass ihr, wenn ihr die Uhr aktiviert habt, voll alles angezeigt bekommt, also das ganze Display-Design, und ab einer gewissen Zeit dunkelt sich das Ganze und es wird dann nur noch die Uhrzeit angezeigt. Bedient wird die Uhr dann hauptsächlich über das Touch-Display. Ihr habt zwar auch nochmal an der linken Seite einen Knopf, aber die Hauptbedienung läuft eindeutig hier über Touch. Das heißt also, sowohl das Swipen als auch dann das Draufklicken funktioniert ja ganz gut und ihr könnt das Ganze dann auch ebenfalls mit entsprechend Handschuhe nutzen, sofern die Handschuhe das Ganze auch unterstützen. Da muss ich aber auch gleich schon was zur Software sagen. Als ich die Uhr frisch bekommen habe, das war so kurz nach Release, so 2-3 Wochen nach Release, da gab es wirklich noch ein paar Probleme mit der Software. Das heißt, die Software ist gehangen, die Uhr hat nicht gleich reagiert. Das heißt, wenn ihr drauf gedrückt habt, gab es nicht gleich eine Reaktion, beziehungsweise wenn ihr nach rechts und links geswiped habt, hat das Ganze etwas gedauert, bis dann die Daten geladen worden sind. Das hat sich jetzt aber schon deutlich verbessert. Ich habe, seit ich die Uhr habe, 2 Firmware-Updates bekommen und kann mittlerweile sehr gut durch die Menüs navigieren. Ich finde es nur an der Stelle schade, dass man das Ganze nicht schon vorher getestet hat, beziehungsweise entsprechend so optimiert hat, dass die Probleme erst gar nicht auftreten mussten. Wenn wir schon beim Thema Display sind, können wir auch ganz kurz auf das Thema Display-Design eingehen. Ihr habt dann von Polar typisch wieder vorgegebene Display-Designs, das heißt also, ihr könnt jetzt keine eigenen kreieren bzw. auf die Uhr machen. Oder es werden hier auch keine Drittanbieter-Display-Designs angeboten. Ihr müsst mit entsprechend dem Vorlieb nehmen, was die Polar-Uhr hier anbietet. Polar gibt euch aber trotzdem eine kleine Möglichkeit, hier die Display-Designs so einzustellen, wie ihr das haben möchtet. Das heißt, ihr könnt euch eigene Komplikationen auswählen oder dann auch die Farbe entsprechend auswählen, wie ihr das Ganze euch wünscht. Ich persönlich würde mir aber an dieser Stelle ein paar Display-Designs mehr wünschen, beziehungsweise hier ein paar Optionen hier mehr einzustellen. Zum Beispiel Chorus bietet hier auch nicht die Möglichkeit, eigene Display-Designs zu nutzen, liefert aber ständig neue nach. Die Polar Ignite 3 unterstützt an dieser Stelle auch Smart Notifications, heißt also, ihr könnt die angezeigt bekommen. Mehr als eine Anzeige und Information ist es aber an dieser Stelle nicht. Das heißt also, ihr könnt jetzt zum Beispiel nicht auf Nachrichten antworten. Wenn wir dann ins Bereich Apps bzw. Widgets hineingehen, so haben wir hier zum Beispiel bei der Wettervorhersage ein sehr schönes Widget, was euch direkt anzeigt, wie die aktuelle Wetterlage ist. Ihr könnt auch in das Widget hineingehen, bekommt dann auch nochmal eine kleine Prognose angezeigt, wie sich das Ganze in den nächsten Stunden entwickelt, bzw. auch in den nächsten Tagen, und habt es hier entsprechend in der Übersicht. Ebenfalls, was bei der Polar Ignite 3 enthalten ist, ist auch der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Ihr bekommt dann in dem Widget nochmal angezeigt, wann die Dämmerungszeiten sind, wann die Sonne aufgeht und wie lang auch der Tag dann ist. Gerade das Thema Dämmerungszeit finde ich sehr schön, dass es hier angezeigt wird, weil das für mich persönlich ein Punkt ist, der viel interessanter ist als der Sonnenuntergang. Gerade wenn ich jetzt mal im Wald unterwegs bin mit dem Fahrrad, weiß ich dann ungefähr, wann es wirklich dunkel wird und kann das so etwas besser einschätzen. Wir haben natürlich auch klassisch dann eine Aktivitäts-App. Hier werden sowohl die Schritte angezeigt, als auch natürlich die höchste und niedrigste Herzfrequenz, aber auch dann der tägliche Kalorienverbrauch wird hier mit Aktiv- und Passivkalorien nochmal im Detail angezeigt. Was die Polar Ignite 3 ebenfalls anbietet, ist das tägliche Training-Widget, beziehungsweise das Widget, was euch Trainings anzeigt. Das Trainings-Widget hat die Möglichkeit, sowohl Krafttraining als auch Cardio-Training als auch Unterstützungstraining anzuzeigen.
Diese 3 Elemente sind eigentlich dafür da, um hier ein optimal ausgeglichenes Training zu erzielen. Das Cardio-Training ist natürlich das bekannteste. Hier bekommt ihr dann Laufeinheiten angezeigt, wie zum Beispiel in welcher Herzfrequenzbereich ihr trainieren sollt, aber auch dann hier Intervalltrainings sind enthalten. Ihr bekommt dann, wenn ihr das Workout durchführt, auch dann Ansagen angesagt, wenn ihr in diesen Bereichen seid, weil das ist nämlich bei der Uhr auch neu, dass ihr jetzt entsprechende Ansagen bekommt. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel Kopfhörer anhabt, bekommt es hier direkt auf die Kopfhörer gesagt, dass ihr jetzt hier in einem Bereich seid oder außerhalb eines Bereichs. Das Krafttraining ist dann dafür da, dass ihr dann entsprechendes Ausgleichstraining macht, weil beim Laufen werden nur bestimmte Muskulaturen belastet. Das Ganze wird dann mit dem Krafttraining ausgeglichen und hier bekommt ihr dann auch mit Animationen angezeigt, wie das Ganze ausgeführt wird und natürlich wird das Ganze hier auch nochmal im Detail beschrieben. Ebenfalls ist das Ganze dann bei dem Unterstützungstraining so. Hier werden dann entsprechend Dehnübungen angezeigt oder auch Flexibilitätsübungen, um hier natürlich flexibler und besser vorbereitet zu sein. Ihr habt aber auch dann die Möglichkeit, neben den täglich vorgeschlagenen Trainings auch einen Trainingsplan auszuwählen. Dafür müsst ihr einfach nur in Polar Flow reingehen. Da gibt es dann unter Programme dann die Möglichkeit, hier zwischen einem 5 Kilometer, 10 Kilometer Halbmarathon bzw. Marathontraining auszuwählen. Hier eine Zielzeit bzw. Zieldatum zu setzen und dann bekommt ihr entsprechend hier dann auch den Trainingsplan auf die Uhr synchronisiert. Wenn ihr das Ganze dann in der App auch nochmal anschaut, gibt es auch zu den jeweiligen Trainings dann auch teilweise YouTube-Videos, die euch dann zeigen, wie das Ganze dann durchgeführt werden muss und könnt entsprechend dann nach den Videos trainieren. Zudem habt ihr dann auch einen weiteren Punkt bei der Trainings-App, da bekommt das Programm dann ebenfalls angezeigt und könnt hier eure Workouts starten. Und da muss ich auch sagen, Polar ist, was das angeht, wirklich für mich der beste Anbieter auf dem Markt. Kein Sporthersteller hat so ein umfangreiches bzw. so durchdachtes Training. Das heißt also eine Zusammensetzung aus Lauftraining, Krafttraining und Unterstützungstraining. Das heißt also, hier wird wirklich das volle Programm unterstützt bzw. durchgeführt. Das ist soweit wichtig, dass zum Beispiel beim Laufsport oft einseitige Belastungen stattfinden und man meistens die anderen Aspekte doch etwas herunterfallen lässt. Was natürlich beim Training nicht fehlen darf, ist auch dann der Trainingsload. Das ist der Bereich, wo einfach angezeigt wird, wie gut ihr trainiert, seid ihr übertrainiert, seid ihr untertrainiert. Und Polar hat es hier wirklich sehr vereinfacht, beziehungsweise stellt es auch wirklich sehr vereinfacht dar, dass es jeder versteht. Das heißt, man bewegt sich hier um die Zahl 1. 1 wäre jetzt quasi der Zustand, der aktuelle Zustand, den ihr habt. Wenn ihr ein bisschen drüber seid, dann baut ihr eure Fitness auf. Wenn ihr ein bisschen drunter seid, dann baut ihr eure Fitness ab. Wenn ihr aber zu stark drüber seid, dann seid ihr übertrainiert und müsst euch entsprechend dann auch erholen, um dann hier keine Verletzung zu verursachen. Seid ihr dann natürlich weit drunter bzw. gegen 0, dann ist natürlich klar, dann baut ihr Fitness ab. Das heißt also hier bewegen, mach deine Workouts, damit du hier nicht deine Fitness verlierst. Wenn wir schon beim Thema Trainingsload sind, ist natürlich die Hauptgrundlage die Workouts bzw. Sportarten, die wir hier durchführen. Polar bietet hier wirklich eine Hülle und Fülle an Aktivitäten an. Wir haben zum Beispiel das Laufen, Radfahren, aber auch Freiwasser oder auch Reiten ist hier entsprechend enthalten. Das Ganze könnt ihr nutzen. Was ihr leider nicht nutzen könnt, wie zum Beispiel bei der Polar Pacer Pro oder bei der Critics Pro, das ist zum Beispiel hier Triathlon. Das unterstützt die Uhr an dieser Stelle leider nicht. Ihr könnt dann auch bis zu 20 verschiedene Aktivitäten auf der Uhr speichern und die Besonderheit ist auch, dass ihr bei jeder Aktivität hier ein eigenes Display-Design erstellen könnt, beziehungsweise hier für euch selber verwalten könnt und so einstellen könnt, wie ihr das Ganze haben möchtet. Was ebenfalls dann leider nicht unterstützt wird, sind auch Strava Live-Segmente. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Segmentenjäger seid, dann ist die Uhr jetzt leider nichts für euch. Ebenfalls ist es nicht möglich, hier Leistungsmessung am Handgelenk zu haben. Das Ganze wird auch nicht unterstützt. Was auch nicht unterstützt wird, ist auch die Navigation. Das heißt also, wenn ihr jetzt euch navigieren lassen wollt, das hat die Uhr leider an dieser Stelle auch nicht verbaut. Wenn ihr dann einen Workout durchgeführt habt, bekommt ihr dann auch nochmal eine schöne detaillierte Übersicht über das Workout selbst. Ihr könnt euch dann auch sowohl auf der Uhr dann die Herzfrequenz minimal und maximal anschauen, aber auch natürlich dann, wie viel Kalorien und Eiweiß ihr verbrannt habt. Ja, die Uhr unterscheidet da, je nach Herzfrequenz, wo ihr dann unterwegs seid, was dann verbrannt wird, ob es Eiweiß oder Fett ist. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, während des Workouts euch hier eine Essenserinnerung einzustellen oder auch eine Trinkerinnerung, damit ihr die Speicher entsprechend immer gefüllt habt, wenn ihr unterwegs seid. Ebenfalls wird dann auch noch ein Running Index ermittelt. Das war aber bei mir so, dass selbst Läufe, die für mich jetzt vielleicht nicht so optimal waren, wurden gut bewertet. Also ich denke, da ist noch hier und da etwas Verbesserungspotenzial. Das hat nicht mehr ganz mit dem gepasst, was bei mir zumindest mit meinem Empfinden übereingestimmt hat. Und je nachdem, wenn ihr jetzt ein entsprechendes Workout gemacht habt, zum Beispiel jetzt ein Intervall oder jetzt auch ein Cardio-Workout direkt ausgewählt habt, bekommt dann auch nochmal eine kleine Trainingsanalyse, was das Training jetzt für euch direkt gebracht hat. Was bei einer Polaruhr natürlich nicht fehlen darf, sind auch wieder diverse Tests. Da haben wir bei der Ignite 3 auch einige verbaut. Wir haben hier zum Beispiel den neuen Walking-Test, den wir jetzt mit der Polar Pacer Pro bekommen haben, aber auch dann den Fitness-Test. Beide Tests sind dafür da, dass ihr hier eure VO2 Max messt.
Ihr bekommt dann aber bei jedem Test dann nochmal detailliert erklärt, was ihr dann durchführen müsst, beziehungsweise was ihr machen müsst, damit der Test erfolgreich ist. Beim Walking-Test zum Beispiel bekommt ihr nochmal angezeigt, in welchem Herzfrequenzbereich ihr euch bewegen sollt, beziehungsweise in welchem Tempo und wie die Displayanzeige dann hier entsprechend zu verstehen ist. Ebenfalls haben wir dann auch noch den Lauftest verbaut. Der Lauftest gibt einfach dann ja euren aktuellen Fitnessstand wieder, sei es jetzt hier, wie was euer Tempo angeht, aber natürlich dann auch eure VO2 Max könnt ihr entsprechend hier mit dem Lauftest dann ermitteln. Da wird das Ganze dann immer wieder gesteigert und je nachdem, wie weit ihr kommt, bekommt ihr entsprechend dann hier dann das Ergebnis angezeigt. Ein wichtiger Punkt, und das ist auch ein wichtiger Punkt für die tägliche Trainings, weil da fließt das Ganze nämlich auch ein, das ist das Schlaftracking. Und wir haben hier mit den Polaruhren wirklich eine der besten Uhren, was das Schlaftracking angeht. Keine Uhr erkennt im Werkszustand so gut das Schlaftracking wie hier die Polaruhren. Die Ignite 3 hat von Polar das Nightly Recharge spendiert bekommen. Die Uhr bringt etwa nach 3 Tagen die ersten Werte, also es dauert einen kleinen Moment, bis ihr da was bekommt. Aber dann bekommt ihr hier wirklich eine sehr detaillierte Auswertung. Wir haben einmal den sogenannten ANS-Status. Das ist alles, was um das Thema Herzfrequenzvariabilität angeht. Also das heißt die Veränderung zwischen den Schlägen und Herzschlägen. Das ist ein Indikator, wie gut ihr euch in der Nacht erholt. Wenn die Herzfrequenzvariabilität nicht gut ausfällt, dann habt ihr euch entsprechend auch nicht gut erholt und deshalb bekommt das Ganze ja auch gesondert angezeigt. Das heißt also, ihr seht einmal die Atemfrequenz als auch dann hier die Herzfrequenzvariabilität und das Ganze wird dann grafisch nochmal aufgearbeitet, damit ihr seht, okay, sei ich im roten Bereich, bin ich im grünen Bereich, ist alles optimal. Als zweiten Aspekt haben wir dann noch den Schlafstatus selber, das heißt also, wann bin ich aufgewacht, wie meine Tiefschlafphasen, also diese klassischen Sachen, die wir hier vom Schlaftracking kennen, das findet ihr entsprechend hier dann im Schlafstatus. Was ist neu mit der Polar Ignite 3 hinzugekommen ist, ist dann auch eine Tagesübersicht, beziehungsweise dann ja hier, wie euer Energiehaushalt am Tag verteilt ist, wann hier ja geboostet ist, wann nicht. Und ihr bekommt in der App dann auch angezeigt, wann die optimale Bettgehzeit ist. Und so bekommt ihr dann einen optimalen Überblick eures Schlafes, auch schon mal grafisch dargestellt und seht auch, ob ihr dann entsprechend weniger trainieren sollt und vielleicht euch nochmal ein bisschen mehr regenerieren sollt. Die Daten fließen natürlich dann auch in das tägliche Training-Widget mit ein und haben hier auch entsprechenden Einfluss auf euer Trainingsvorschlag. Was für viele natürlich sehr interessant sein dürfte, ist die Akkulaufzeit. Ich habe die Uhr, wie gesagt, hier im vollen Umfang getestet. Das heißt, ich habe es im Always-On getestet. Ich habe hier nichts abgeschaltet, sondern alles genutzt, was geht. Ich komme hier im normalen Smartwatch-Betrieb ohne jetzt irgendwelche Aktivitäten auf etwa 3,5 Tage Laufzeit. Beim Trainingsmodus sah es schon ein bisschen anders aus. Ich habe hier die GPS-Genauigkeit hier auf maximal gestellt, also auch hier alle Möglichkeiten. Und so kam ich bei einem Workout mit 47 Minuten auf etwa 5% Akkuverbrauch. Das heißt, im Umkehrschluss bewegen wir uns hier etwa bei 15 Stunden Laufzeit bei voller Leistung. Ein positiver Aspekt ist aber das Laden, also geladen wird die Uhr auch hier über 2 Magnete, also das Ganze ist dann hier mit Magnet verbunden. Ihr könnt die Uhr einfach direkt hier, bevor ihr ein Workout durchführt, anschließen, euch umziehen und die Zeit langt eigentlich aus, um hier auf jeden Fall 1 bis 2 Stunden laufen zu gehen. Ein weiterer interessanter Aspekt ist auch das GPS-Bild, weil da hat sich tatsächlich auch ein bisschen was getan. Die Polar Ignite 3 unterstützt GPS, GLONASS, Galileo und auch den chinesischen Standard. Was nicht unterstützt wird, ist der japanische Standard, der ist hier nicht verbaut. Beim GPS-Bild ist aber so, ich war jetzt hier zum Beispiel in der Stadt unterwegs oder auf der Tatbahn, da bekomme ich wirklich ein sehr sauberes Bild angezeigt. Es gibt hier überhaupt keine großen Abweichungen, die Straßen werden schön abgebildet, auch wenn ihr hier zwischen den Häusern unterwegs seid oder eine Abschattung stattfindet. Ebenfalls wird die Tatbahn auch wirklich sehr gut abgebildet und ich bekomme auch, wenn ich auf einer 400 Meter Bahn laufe, auch exakt die 400 Meter angezeigt. Auch wenn man sich auf einem freien Feld bewegt, ist klar, da bekomme ich natürlich das optimalste GPS-Bild. Auch hier habe ich keinerlei Verwerfung und bekomme wirklich ein sehr, sehr gutes Bild und muss auch sagen, das ist, was das GPS angeht, die beste Polaruhr, die ich bis jetzt hatte. Die Polar Ignite 3 hat hier auch einen optischen Herzfrequenzsensor verbaut, der am Handgelenk die Herzfrequenz misst. Und hier müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr die Uhr wirklich fest tragt. Das heißt also, die Uhr sollte nicht rutschen oder sich irgendwie bewegen, weil sonst bekommt der Sensor wirklich ein Problem. Ich habe hier zum Beispiel einen Lauf, das sieht man eigentlich ganz gut. Ich habe am Anfang die Uhr etwas zu locker getragen, also so locker, wie ich eigentlich auch meine Garmin-Uhren trage, also ganz normal. Und hier habe ich gesehen, dass ich große Abweichungen zwischen Brustgurt und der Uhr hatte. Dann hatte ich die Uhr nochmal etwas fester angezogen, also wirklich auch noch fest. Und ab da habe ich dann wirklich so Werte bekommen wie diese am Brustgurt und die waren auch wirklich dann sehr gut. Das heißt also, wenn ihr die Uhr jetzt wirklich sehr fest tragen wollt, dann empfehle ich an dieser Stelle wirklich den Brustgurt zu tragen, wie zum Beispiel den H10 Brustgurt von Polar oder dann entsprechend die Uhr ja fest zu tragen und zu gucken, dass das Ganze hier dann optimal gemessen werden kann. Ja, dann kommen wir auch schon mal zu meiner persönlichen Zusammenfassung der Polar Ignite 3. Ich finde diese Uhr an dieser Stelle nicht schlecht. Ihr habt hier die Möglichkeit, tägliche Trainings durchzuführen. Ihr bekommt hier wirklich sehr gute Trainingspläne. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen stört, ist tatsächlich die Akkulaufzeit bzw. die kurze Akkulaufzeit im Smartwatch-Bereich.
Es gibt hier andere Hersteller, wie zum Beispiel Garmin, die hier schon deutlich weiter sind, zum Beispiel Venue 2 Plus oder Venue 2 oder natürlich, ja Gott, die Apex würde ich jetzt nicht vergleichen, weil die ist natürlich im viel teureren Bereich. Da sind die Akkulaufzeiten etwas besser als hier bei der Polar Ignite 3. Ebenfalls finde ich schade, dass man hier keine API-Schnittstelle hat, um hier zum Beispiel Drittanbieter-Displays anzubieten. Das ist aber hier bei allen polaren Uhren so und das hat jetzt nicht nur was mit der Ignite 3 zu tun. Was die aufmachende Uhr selber angeht und auch das OLED-Display finde ich wirklich sehr gut gelungen. Und ich finde auch, das ist auch definitiv eine Aufwertung hier der Polaruhren. Und ich wünsche mir das auch tatsächlich hier mit besserer Akkulaufzeit hier bei den anderen Polaruhren, wie zum Beispiel bei der Pacer Pro oder auch bei einer Vintage V3. Ja, es gibt Leute, die mögen das Memory in Pixel Display. Ich finde aber die OLED-Displays an dieser Stelle auch wirklich sehr schön. Vor allem, wenn sie dann so schön auflösen wie dieses hier. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben der Polar Ignite 3. Falls dich noch mehr um das Thema Polar interessiert, ich verlinke dir unten mal eine Playlist, da kannst du mal reinschauen, beziehungsweise neu auf dem Kanal bist. Ich verlinke dir unten mal eine Playlist, alles so rund um meinen Kanal, dann siehst du auch, was sonst noch alles so stattfindet. Natürlich würde ich mich auch wieder freuen, dich auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.